Als ich mich vorbereitet habe, habe ich euch gefragt, was ihr am Herzen gehabt habt. Und daraufhin habe ich mich vorbereitet. Es gingen um ein paar Sachen. Der erste war, interessanterweise, der Weg ins Allerheiligste. Nun, das kann eine trockene Sache sein, aber es ist keine trockene Sache. Im Alten Testament ist das Allerheiligste ein ganz besonderer Ort. Es fing an mit der Stiftshütte. Kennt ihr die Geschichte? Die Stiftshütte wurde gebaut, das war draußen in der Wüste, das war keine geschlossene Gebäude, das war ein Zelt. Und außerhalb war eine Courtyard, wie sagt man das auf Deutsch? Einfach ein Platz. Und in diesem Platz, man ging erstmal durch diese Vorhänge, das waren nur so Wände. Und dann ging man hinein und da war ein Altar. Und da drinnen war diese Gebäude. Und in diese Gebäude war das heilige Ort, the holy place. Und dann war ein Vorhang aufgehangen und innerhalb, oder auf der anderen Seite dieser Vorhang war der Allerheiligste. Und interessanterweise, in diese zwei Räume, da ging der Priester ziemlich regelmäßig hinein mit das Blut eines Opfers. Und er sprengte das Blut auf einen kleinen Altar, der innerhalb diesem äußeren Raum war. Aber nur einmal im Jahr und mit großem ritualistischen Tun ist er dann in das Allerheiligste gekommen. Wir gehen irgendwo hin mit diesem Gedanken. Aber zunächst einmal, was war im Alten Testament dieser Allerheiligste? In 2. Mose 26, Vers 33, da steht es geschrieben, und du sollst den Vorhang an die Haken hängen und die Lade mit dem Gesetz hinter den Vorhang setzen, dass er euch eine Scheidewand sei zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Es sollte eine Trennung sein. Es gab einen Heiligen, dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Und da war der Vorhang. In diesem Heiligen geschah der Eintritt regelmäßig bei Bedarf. Das war eine praktische, physische Dienst vor dem Herrn. Es hatte mit vielen Opferhandlungen zu tun. Es hatte mit Salböl und Weihrauch zu tun. Es geht um Versöhnung, es geht um Buße, es geht um Vergebung der Sünden und es geht um Reinigung. In dem Allerheiligsten war es ein bisschen anders. Das war der Eintritt in Gottes heilige Gegenwart. Und das geschah nur mit Blut. Und das geschah nicht zu jeder Zeit. Und es geschah nicht für jedermann. Nur der hohe Priester dürfte in den Allerheiligsten hineintreten. Und zwar erstmal mit Blut, erstmal mit Opfer. In 3. Mose haben wir diese Schriftstelle, 3. Mose 16, 1 und 2. Und der Herr redete mit Mose, nachdem die 2 Söhne Aarons gestorben waren, als sie vor dem Herrn traten, und die traten vor dem Herrn mit fremdem Feuer, das er ihnen nicht geboten hatte. Das war ganz am Anfang. Und die Söhne Aarons, die dachten, die tun Gott jetzt was Gutes. Die dachten, die hatten keine schlechten Motive oder so. Die wollten sich nicht in irgendeiner Weise groß machen. Sie wollten Gott einfach noch
Opfer darbringen. Aber Gott hat ganz bestimmte Regeln vorgeschrieben, auf das ein Opfer ihm akzeptabel wurde. Der Herr sprach und sagt, sage deinen Bruder Aaron, der gerade seine 2 Söhne verloren hatte, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum gehe, hinter dem Vorhang vor den Gnadenstuhl, der auf der Lade ist, damit er nicht sterbe. Denn ich erscheine in der Wolke über den Gnadenstuhl. Gottes sichtbare Gegenwart blieb über diese Gnadenstuhl. Gott hat sich entschlossen, mit seinem Volk zu wohnen, in der Stiftshütte, in der Form dieser Wolkensäule, dieser Feuersäule. Und er war gegenwärtig da, in diesem Heiligtum, Allerheiligsten. Jetzt erzähle ich euch, erläutere ich euch ein Wunder Gottes, der größer ist, als wir überhaupt erfassen können. Es geht so weit über meine persönlichen Fähigkeiten hinaus, dass ich nur staunen kann. Als ich dies vorbereitet habe, bin ich so dermaßen davon überwältigt. Ich zittere fast, das weiterzugeben. Heute ist der Allerheiligste anders. Heute, der Allerheiligste ist Gottes unermessliche Wundertat, die er in Jesus Christus gewirkt hat. Er hat uns, die wir wiedergeborene Christen sind, zur Allerheiligsten gemacht. Amen. Kannst du dir das vorstellen? Wer kann jetzt ganz salopp sagen, ich bin der Allerheiligste? Eine ist da, 2 sind da, 3 sind da, 4 sind da. Ich bin Gottes Allerheiligste. Und ich will das jetzt biblisch beweisen, okay? Das ist nicht nur ein Gedanke von mir, sondern das ist ein Gedanke von Gott. In Epheserbrief, ich sage euch, lies den Epheserbrief von Anfang bis zum Ende und dann lies es noch einmal und dann lies es noch einmal und dann lies es noch einmal und dann fängst du vielleicht an, ein Gespür zu bekommen, wie riesig das ist. Oh, meine lieben Geschwister, wir verbringen viel zu wenig Zeit in Gottes Wort. Weil es ist lebendig, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch und unterscheidet zwischen Seele und Geist, Mark und Bein. Und es offenbart die tiefsten Motivationen unseres Herzens. Es scheidet, es trennt Mark und Bein. Vielleicht später etwas mehr darüber. Epheser 2, ich lese die Verse 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist.
da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchen der ganzen Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Eine Gebäude, wenn ich sage Dwelling, ein Heimat, wie würde man das gut auf Deutsch sagen? Das ist eine Wohnung, in der Gott lebt. Wir sind zur Wohnung Gottes geworden. So wie er damals in dem Heiligsten, Allerheiligsten gewohnt hat, nun wohnt er in uns, in seine ganze Fülle. Das Geheimnis Christi, dieses Mysterium Jesu, wir sehen ihn am Kreuz, wir sagen, ja, ich bin erlöst durch Jesus, aber wir haben normalerweise eigentlich keine Wahrnehmung dessen, was das bedeutet. Wir sind zu einem heiligen Tempel des Herrn geworden. Jeden Einzelnen von uns, überall wo wir sind, ob wir einen guten Tag haben oder einen schlechten Tag haben, ob wir uns über jemanden ärgern oder ob wir sie segnen, ändert nichts an dieser Tatsache. Ich sage, Gott, wie kann das sein? Du kennst mich doch. Du siehst, wie labil ich bin. Du siehst, wie ich launisch bin. Und Herr, wie ich manchmal Gutes tue, aber normalerweise nicht. Normalerweise tue ich genau das, was ich nicht tun will. Herr, was soll das? Was willst du von mir? Was hast du gemacht? Und er sagt, ich habe mir einen heiligen Tempel gemacht. Ich wohne in dir, bin mit dir, werde dich nie verlassen. Wenn du fällst, stelle ich dich wieder auf. Wenn du Fehler machst, helfe ich dir dadurch. Ich habe dich so lieb, dass ich mich entschlossen habe, in dir zu wohnen. Und nicht nur ich, sondern mein Vater selbst hat dich lieb. Und er ist gleich mit eingezogen. Und mein Heiliger Geist gleich mit eingezogen. Wir haben das alle total gewollt. Und du kannst nichts dagegen machen. Halleluja! Ist das eine gute Nachricht? Wow. Das Geheimnis Christi nun offenbart. Es geht weiter. Gott hat einen absoluten Plan. Ich lese aus Epheser 3, die Verse 5 bis 12. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten, durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden ihr Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium. Ich denke, ich lese das noch einmal. Also die Geheimnis, die jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist, ist folgende. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind, Miterben mit Israel. Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören. Wer gehört noch zu seinem Leib? Israel. Und Mitgenossen der Verheißung. Mitgenossen mit wem? Israel. Sein auserwählte Volk. Mitgenossen
genossen der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben wurde. Mir, dem Allergeringste unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott sein Geheimnis ins Werk setzt, das von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn, durch den wir Freimut und Zugang haben in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Was für mächtige, mächtige Worte. Das geht so schnell vorbei. Habt ihr es überhaupt noch im Sinne, was ich gerade gesagt habe? Einige schon, viele nicht. Ich bin eine der vielen nicht. Ich lese und ich muss es noch einmal lesen. Und dann muss es noch einmal lesen. Und beim 5. und 6. Mal, dann fängt es an einzusinken und sich zu befestigen. Was mich hier so tief bewegt, und ich denke, ich ende jetzt auch damit, und wir gehen dann über im Gebet. Und das ist ein guter Übergang. Und die restlichen Sachen, dann können wir in den nächsten Tagen verarbeiten und durchschauen. Lass mich diese Bibelstelle noch einmal lesen. Ich versuche es langsam zu lesen, dass es reinsickern kann. Und dann gehen wir über ins Gebet. Es geht um das Geheimnis Christi. Das ist das Geheimnis Christi. Das ist dieses Mysterium. Warum Jesus? Was hast du getan, Jesus? Was läuft hier, Jesus, aus deiner himmlischen Perspektive? Dieses Geheimnis war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbar ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium. Alle Verheißungen des Alten Testamentes sind zusammengefasst in Jesus Christus. Und das kapierst du erst, wenn du den Tora liest, wenn du die ersten 5 Bücher Mose liest. Lese doch, was die Versprechen sind. Es ist erstaunlich. Erstaunlich. Dessen Diener, sagt Paulus, ich geworden bin durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben wurde, mir, dem Allergeringste unter allen Heiligen. Warum würde er das sagen? Dass er der Geringste ist von allen Heiligen. Ihr kennt die Geschichte von Paulus, von Saulus. Und ihr weißt, dass er die Gemeinde wirklich verfolgt hatte. Und er hat sich so dermaßen geschämt. Wenn du die Apostelgeschichte liest, dann erfährst du, dass es Jahrzehnte fast waren. Von der Zeit, wo er wieder geboren wurde, bis Barnabas ihn gefunden hatte, in Arabien irgendwo, und ihn dann wieder zurück nach Jerusalem. Er versuchte am Anfang, nach Jerusalem zu gehen, und er hatte mit den Aposteln gesprochen. Und die haben ihn auch anerkannt, aber dann ging er wieder fort. Weil die Juden in Jerusalem, die haben nur gesagt, schau, das ist derjenige, der diese Gemeinde
erstmal verleugnet hat und verfolgt hat, was will er uns jetzt sagen? Es dauerte einige Jahre, mindestens 14, wahrscheinlich mehr wie fast 20, bis er so weit war, dass er als Apostel auf die Szene eingetreten ist. Sehr interessant, das erkennen wir nicht auf Anhieb von Paulus. Mir, deswegen sagt er, mir, dem Allergeringste unter allen Heiligen, mir ist die Gnade gegeben worden. Und ich denke, das musste er fast mit Tränen sagen. Mir ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, die unausforschlichen Reichtum Christi. Und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott sein Geheimnis ins Werk setzt, das von Ewigkeit her verborgen war, in ihm, der alles geschaffen hat. Gottes Geheimnis, er hat sein Geheimnis ins Werk gesetzt. Es ist jetzt da. Es ist jetzt vollbracht. Es steht uns zur Verfügung. Was für eine Ehre! Was für eine Ehre, dass wir in solchen Zeiten leben, dass wir dieses Geheimnis Gottes für uns annehmen können, dass wir es begreifen können, auch wenn wir es nicht verstehen können, können wir es dennoch begreifen. Begreifen und verstehen sind zwei verschiedene Sachen. Aber wir dürfen es begreifen, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Also wir sind als Zeichen für die Mächte und Gewalten in dem geistlichen Raum. Wir stehen da als Zeichen, einen Schädlich für den Teufel. Wir stehen da und Gott sagt, schau, meine Kinder, und du kannst nichts tun. Die gehören mir und die ehren mich und es wird kein Ende sein von der Wachstum dieses Königreiches, die du jetzt siehst. Halleluja. Halleluja. Fängst du an zu verstehen, wer du bist? Geht da ein Licht auf? Würdest du eine andere Beziehung haben dürfen mit deinem Gott? Wenn du verstehst, wie er über dich denkt? Halleluja! Unsere größte Freude, Jesus! Halleluja! Danke für all das, was du für uns getan hast. Danke, dass du mich so liebst, dass du mir diesen Vorrecht gegeben hast, dich zu kennen. Ich sage Ihnen, ja, ich habe Jesus gefunden. Quatsch. Er hat dich gefunden. Amen. Halleluja. Er hat dich gefunden. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn, durch den wir Freiheit und Zugang haben in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Und deswegen in Freimut, mit aller Zuversicht, mit aller Kühnheit und mit aller Autorität dürfen wir beten. Heute Abend wollen wir für Köln beten. Ich denke, das überlasse ich dir dann wieder. Die Bete mit einfacher Autorität. Sagen, so sei es in Jesu Namen. Einfach, weil ich bin, wer ich bin, in ihm. Versteht ihr das? Die Kraft und die Autorität eurer Gebete ist in euch, weil ihr seid, wer ihr seid, in Jesus. Can you get your mind around that? Kannst du das irgendwie? Versuch es und morgen geht's weiter.